Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Teil 10 der Phantom Leaf Serie 3D Tarnvergleich. Willkommen zurück zum 10. Teil von Phantom Leaf. Heute haben wir für euch einen 3D Tarnvergleich. Eines unserer beliebtesten Videos auf dem Kanal ist tatsächlich der Phantom Leaf Tarnvergleich gewesen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und am Ende dieses Videos. Da haben wir das Phantom Leaf WASP 2 Z3A Muster gegen andere bekannte und moderne Tarnmuster verglichen. Wie gesagt, kam super gut an. Genau deshalb haben wir uns entschlossen, dasselbe machen wir jetzt auch nochmal mit 3D Tarnmustern. Da gibt es natürlich einen recht überschaubaren Markt. Es gibt einen Haufen asiatischer Hersteller, die da 3D-Gillis entwickelt haben, so wie wir hier rechts und links außen zu sehen haben. Aber natürlich auch moderne Systeme wie von Concamo und von Phantom Leaf. Der Phantom Leaf Python Poncho ist hier bei uns am Start heute für die 3D, also tritt an als 3D-Gegenspieler gegen die anderen. Wobei man natürlich da sagen muss, der Python Poncho an sich ist ja eigentlich kein 3D-Poncho, denn er ist ja glatt, abgesehen natürlich von dem Wellenschnitt, der überall angebracht ist, besitzt aber das Lochband, um zusätzliche 3D-Tarnelemente anzubringen. Genau deshalb haben wir das jetzt hier so aufgebaut. Ich stelle euch einmal alle Kandidaten der Reihe nach vor und dann geht's weiter. Wir haben für euch 8 verschiedene Tarnmuster zusammengetragen, beziehungsweise, wenn man es fair ausdrückt, eigentlich 4 in 2 verschiedenen Farbschemas. Das wäre jetzt hier einmal grün und einmal braun. Das sind die ersten 4, die anderen 4 zeigen wir euch gleich. Wir legen los mit dem hier. Das ist ein typischer No-Name Asia Gilli in grün. Dann haben wir natürlich hier unser Phantom Leaf Python Muster in Z3A Concamo Green. Und hier auch nochmal ein asiatischer Nachbau eines typischen Realtree Jagdmusters. Hier sind die nächsten 4. Wir haben wieder ein China-Variante Gilli in braun. Hier allerdings, wenn ihr schon mal hier rüber gelunzt habt vielleicht, seht ihr, das könnte eventuell gleich sein. Das ist hier das eigentliche Gegenstück zu dem Grünen, was wir haben. Hier ist auch noch ein Grünanteil mit dabei, also relativ dichte Variation hier entsprechend. Auch wieder mit Gesichtsschleier. Dann der Phantom Leaf Python Poncho auch in braun. Dann haben wir hier Concamo Brown und hier zum Schluss, da hatten wir leider keine Möglichkeit, nochmal einen Realtree Poncho in braun zu organisieren. Das heißt, wir haben hier nochmal einen Fadengilli, wie auch der erste, wie ich eben schon gesagt habe. Nur der hier ist natürlich mit mehr Braunanteil als grün. Das heißt hier, der ist schon fast so hell, dass man sagt, den kann man im Stroh einsetzen. Aber ihr werdet sehen, der ist im Wald auch relativ gut untergegangen, wenn man ein bisschen mit Dreck und Boden und überhaupt arbeitet. Wir springen nochmal zurück auf grün, um euch die verschiedenen Eigenheiten, Spezialitäten und Besonderheiten der einzelnen Systeme im Detail zu zeigen, bevor wir dann an den eigentlichen Tarnvergleich gehen. Der asiatische Gilli hier in grün hat natürlich den Riesenvorteil, er ist mit einer der günstigsten Gillis hier in der ganzen Reihe, also sehr, sehr günstig. Er hat auch sehr, sehr viel 3D-Tarnelemente, aber ihr seht das auch schon hier im Vergleich zu den anderen Mustern. Er fällt auf jeden Fall deutlich dunkler aus. Wir haben hier sehr viel Material, das heißt, wir haben ein hohes Packvolumen. Man hat wenig Atmungsaktivität und man hat natürlich, wie wir das auch schon live feststellen konnten, den halben Wald mit dabei, wenn man da einmal durchs Geräusch mitgelaufen oder gekrochen ist. Also das ist wirklich was, wo man auch bedenken sollte, man zieht förmlich den Dreck und den Schmutz an, was natürlich super ist, um die Umgebungstarnung anzunehmen, aber ansonsten, das sollte man auf jeden Fall bedenken. Eine Gesichtstarnung inklusive Kapuze ist hier vorhanden, einfaches Netz, einfarbig olivgrün in dem Fall und hier entsprechend die Kapuze. Der nächste im Bunde ist der Python Poncho. Den haben wir euch ja schon im Detail vorgestellt in einem separaten Video. Ist hier am Ende dieses Videos nochmal verlinkt. In der Beschreibung könnt ihr euch in aller Ruhe nochmal die Details anschauen. Nur so viel. Hier haben wir natürlich einen Poncho, der nochmal universell anders einsetzbar ist, als Tarp zum Beispiel. Wir haben eigentlich, wie ich schon erwähnt habe, keinen 3D-Poncho, weil der Poncho an sich glatt ist, aber das Lochband verfügt, um zusätzlich 3D-Elemente anbringen zu können und natürlich den entsprechenden Wellenscherenschnitt an den äußeren Rändern, Kapuze inklusive Gesichtstarnung. Hier haben wir jetzt auch schon 3D-Elemente angebracht in Form von Jutefäden, Bastelmast und auch den 3D Phantom Leaf Tarnelementen.
Nummer 3 ist der Concamo Ghost Hood Poncho. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, hier habe ich auf jeden Fall eines der leichtesten und kompaktesten Tarnsysteme, das ich wirklich klein unterbringen kann. Allerdings hat man natürlich dadurch auch den Nachteil, dass hier natürlich nicht so viele 3D-Elemente angebracht werden können, wie zum Beispiel beim Python Poncho. Der Poncho an sich ist von der Stoffart her sehr knitterig, das heißt, er hat schon mal eine sehr gute 3D-Struktur an sich. Zusätzlich hat man hier nochmal an einigen Stellen kurze 3D-Elemente fest verbaut, die sind fest vernäht, die kann man also auch nicht entfernen. Und an diesen Punkten, wo diese 3D-Elemente sind, habe ich auch nochmal eine Schlaufe, wo ich nochmal zusätzliche 3D-Elemente anbringen kann. Hier haben wir jetzt von Concamo selbst die entsprechenden Fäden angebracht. Die gibt es so zu kaufen, entweder einfarbig, wie ihr es hier sehen könnt, oder aber natürlich auch entsprechend in den Mustern, die von Concamo angeboten werden. Auch wenn das jetzt hier von den Fäden her nicht so aussieht, als würde das gut funktionieren, funktioniert das erstaunlich gut, weil einfach diese einfarbigen Fäden natürlich auch genauso in der Natur vorkommen. Gerade hier dieses helle Grün werdet ihr nachher sehen im Tarnvergleich, dass die relativ gut funktionieren. Auch hier wieder, wie beim Phantom Leaf Python Poncho, hat die Ghost Hood hier entsprechend eine eingebaute Kapuze mit Seefeld. Das heißt, auch hier ist die Gesichtstarnung vollumfänglich gegeben. Der letzte Kandidat hier in der grünen Reihe ist der Hunter Poncho hier, also beziehungsweise ein Realtree 3D-Muster, speziell oder ja, fast ausschließlich für die Jagd vernünftig nutzbar. Denn ihr seht das hier schon, wir haben zwar 3D-Elemente, die angebracht sind, die laufen aber relativ gerade nach unten, was natürlich sehr verräterisch sind. Das ist aber auch hier, wie gesagt, nicht das Ziel, einen Menschen zu täuschen, sondern eher die Tiere zu täuschen. Die Tiere haben eine andere Wahrnehmung, das heißt, die merken vielleicht vom Geruch her oder so, dass da was anders ist, aber von der Optik her ist das perfekt. Die Tiere würden das nicht bemerken, ein Mensch könnte das schon eher bemerken. Nichtsdestotrotz haben wir bei den Aufnahmen immer gemerkt, dass dieses Tarnmuster auch so, wie es hier ist, auch wenn es sehr linear ist und sehr eintönig, relativ gut funktioniert in manchen Situationen. Muss man einfach mal nachher im Tarnvergleich sich im Detail anschauen. Und hier habe ich aber natürlich keine Möglichkeit, weiteres Tarnmaterial anzubringen. Das ist so, wie es ist. Und es ist sehr leicht und sehr luftig. Also im Vergleich zum Concamo Poncho würde ich sagen, ist das hier der zweitleichteste und luftigste in unserer Reihe. Kapuze ist vorhanden, allerdings gibt es hier keine explizite Gesichtstarnung. Hier nochmal für euch der Größenvergleich, wenn die Ponchos unkomprimiert vor mir liegen. Ganz außen hier natürlich, ganz klar, der Asia Gilly nimmt das meiste Volumen weg. Da lässt sich auch nicht mehr viel durch Komprimierung erreichen. Das ist so, wie es ist, schon fast das Packmaß. Ein bisschen was geht noch, aber ihr seht, da habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz, den ihr braucht. Als nächstes kommt der Python Poncho. Hier ist ein bisschen weniger Volumen, seht ihr ja schon. Den kann man auch noch mal ganz gut runterkomprimieren. Also den kriege ich auch noch mal ein ganzes Stück kleiner hier entsprechend. Und hier die Concamo Ghost Hood seht ihr schon. Das ist wirklich ein ganz kleines Paket, vielleicht eine Nalgene-Flasche oder so im Endeffekt, was man da zusammenkriegt. Und ebenso auch der Realtree. Der ist auch sehr, sehr klein und lässt sich sehr, sehr klein komprimieren. Wenn ich sie jetzt hier gerade auch noch mal vor mir liegen habe, zeige ich euch noch mal im Detail kurz beim Concamo und beim Phantom Leaf Poncho, wie da die Tarnelemente angebracht werden. Hier habt ihr dieses Lochband, was kreuz und quer über den ganzen Poncho verteilt ist. Und da kann ich dann entsprechend immer in 1 bis 2 Zentimeter Schritten hier Tarnmaterial anbringen entsprechend. Und bei Concamo ist es so, dass ich an den Stellen, wo ein 3D-Element zu finden ist, muss mal kurz mal suchen, hier ist eins, so. Da habe ich dann, wie gesagt, hier ein System, das besteht aus 2 3D-Elementen, die hier am Poncho vernäht sind. Und in der Mitte ist dann nochmal eine Schlaufe untergebracht. Ich gehe gerade mal mit dem Finger durch, dass man das gut sehen kann. Sekündchen. So. So, hier in der Mitte, wo mein Finger jetzt durchkommt, da ist diese Schlaufe. Und da kann ich dann natürlich entsprechend nochmal Tarnelemente anbringen. Sei es die Concamo-Elemente oder auch eben Jute oder Bastelmast, was auch immer ihr findet. Natürlich auch Tarnelemente aus der Natur. Dazu ist noch zu sagen, in den Bildern, die jetzt gleich folgen werden, wo wir den Tarnvergleich machen, haben wir keine natürlichen Mittel mit eingeflochten, also keine irgendwas Äste oder
Gräser oder sonst irgendwas. Das ist alles nur, was hier jetzt zu sehen ist, künstliche Elemente. Abgesehen natürlich von den Babys hier, die haben sich selbst getarnt. Also da konnten wir nichts gegen unternehmen. Die haben mitgenommen, was so in der Natur so frei herumliegt, inklusive Zecken. Beim Packmaß muss man natürlich erwähnen, dass der Python Poncho hier maximal bestückt ist. Wenn man nur die Phantom Leaves Blätter verwendet, ist es deutlich geringer. Aber jetzt geht's los mit dem Tarnvergleich. Wir starten auf 30 Meter im Wald, dichter Bewuchs. Phantom Leaf Wasp 2 Z3A aufrecht stehend. Die grünen und braunen Töne passen hier gut in die Umgebung, lediglich der hellere Hintergrund könnte die Position verraten. In der Nahaufnahme erkennt man noch deutlicher, dass sich die gut gebrochene Silhouette vor der lichtüberfluteten Lichtung im Hintergrund abzeichnet. Concamo Green aufrecht stehend. Obwohl das Muster selbst sehr hell ist, passt es farblich ins Bild. Der Schulterbereich zeichnet sich etwas ab, ansonsten funktioniert Concamo Green hier gut. In der Nahaufnahme fehlt es etwas an dreidimensionaler Tarnung, Kopf und Schultern wirken zu glatt. Der nächste Kandidat ist ein typischer Fadengilly asiatischer Herkunft. Auf 30 Metern stehend sieht man direkt, dass die Farben viel zu dunkel sind. In der Nahaufnahme erkennt man gut, dass durch die großflächige 3D-Bestückung die typische Kopf-Schulter-Silhouette kaum noch zu erkennen ist. Das letzte Muster in der grünen Reihe ist ein asiatischer Nachbau des Realtree-Jagdmusters. Farblich passt er hier zwar perfekt, aber die fehlende Tarnung am Kopf lässt deutlich den menschlichen Umriss erkennen. Herangezoomt wirkt es noch schlimmer. Die gerade angebrachten 3D-Elemente verraten eher, als dass sie tarnen. Hier noch einmal alle 4 Seite an Seite zum Vergleich. Zuerst weit und dann nochmal herangezoomt. Haltet das Video ruhig an und lasst die Aufnahmen wirken. Wir bleiben auf 30 Meter, allerdings wechseln wir in einen brauneren Bereich des Waldes. Hier seht ihr unsere Kandidaten stehend auf 30 Meter und anschließend abgekniet herangezoomt. Es wird Zeit für 10 Meter Entfernung. Unsere grünen Kandidaten Seite an Seite kniend. Sehr beeindruckend ist auf dieser Entfernung, wie die Muster liegend wirken. Im Vergleichsbild herangezoomt sieht man deutlich, welche Muster funktionieren und welche nicht. 10 Meter Entfernung braune Muster. Es geht los mit Wasp 2 Z2. Die menschliche Silhouette ist nicht auszumachen, die Farbpalette passt gut in die Umgebung. Noch besser wird es im Liegen. Die Person hier aufzuklären, ist wohl nur mit dem Wärmebild oder in der Bewegung möglich. Auch Concamo Brown macht auf kurze Distanz einen guten Job. Kopf und Schultern zeichnen sich etwas ab, der Rest ist gut verborgen. Hier habt ihr nochmal eine Nahaufnahme in kniender Haltung. Liegend haben wir nahezu den gleichen Effekt wie mit Wasp 2 Z2. Aufklärung extrem erschwert. Wie ihr sicher schon erwartet habt, ist der Wüstengilly hier zu hell. Auch wenn er Laub, Stöcke und Erde nahezu aufsaugt, hilft das nicht, die große Menge an hellen Fäden zu verdecken. Abgelegt jedoch ist die Tarnung an dieser Stelle durchaus effektiv, auch wenn sie noch einen Hauch zu hell ist. Der zweite asiatische Gilly mit mehr Grünanteil passt hier schon besser ins Bild. Die Umrisse zeichnen sich zwar mehr ab, aber die Farben wirken hier nicht mehr fehl am Platz. Dementsprechend gut ist dann auch die Tarnung im Liegen. Die Aufklärung wird definitiv erschwert. Zum Schluss noch einmal alle Muster auf 10 Meter Seite an Seite, zuerst in kauernder Position und noch einmal in der liegenden Position. Der Tag ist vorbei, die Nacht gekommen. Wir wechseln auf Nachtsicht. Wir starten auf 10 Meter mit Phantom Leaf Wasp 2 Z3A
ohne IR-Aufheller. Die gleiche Szene noch einmal mit IR-Aufheller. Im Stehen sieht man, dass der Poncho eher zum Boden als zu den Blättern im Hintergrund passt, also etwas zu dunkel ohne IR. Mit dem IR-Strahler sieht man die gute Unterdrückung der Reflexion, der Poncho ist genauso hell wie die Umgebung. Als nächstes seht ihr Concamo Green in kauernder Haltung, ohne Infrarotstrahler. Stehend, ohne Infrarot, ist hier der gleiche Effekt wie bei Phantom Leaf zu beobachten, zu hell für die Blätter, farblich passt es besser zum Boden. Weiterhin fast identisch ist das Reflexionsverhalten mit dem IR-Strahler. Concamo ist nicht heller als der Hintergrund. Nummer 3 ist der asiatische Gilly in Woodland. Hier hatten wir ein sehr krasses Ergebnis. Ohne IR-Strahler wirkt der Gilly fast schwarz und ist extrem auffällig. Jegliches Licht wird geschluckt. Auch stehend können wir hier keine Verbesserung verzeichnen. Das Muster wirkt schwarz ohne IR und grau mit IR. Zusätzlich fällt hier auf, dass das Gesichtstarnnetz extrem hell ist. Der letzte Kandidat ist der Realtree Poncho aus Asien. Ohne zugeschaltetem Infrarot ist der Poncho schon sehr auffällig und hell. Im Stehen wird es noch deutlicher. Hinzu kommt das Fehlen einer Gesichtstarnung. Unter IR ist hier ein deutliches Überstrahlen vor dem Hintergrund zu verzeichnen. Mit dem IR-Strahler könnte man auch eine Signalweste tragen, so sehr strahlt das Material. Noch einmal zum Vergleich für euch alle 4 Muster nebeneinander kniend und ohne IR. Direkter Vergleich 10 Meter stehend unter dem Nachtsichtgerät ohne Infrarot und noch einmal mit Infrarot. Wir haben bei den Nachtsichtaufnahmen auf die braune Serie verzichtet und nur grün verglichen, da sich mit dem monochromen Bild des Nachtsichtgeräts die grünen und die braunen Gillys exakt gleich verhalten haben. Damit sind wir am Ende der Vorstellung des 3D-Tarnmustervergleichs. Wir hoffen, wir waren objektiv genug. Wir haben euch das entsprechend so rübergebracht, damit ihr für euch ganz objektiv entscheiden könnt, was für euch das richtige Mittel der Wahl ist. Wir fanden, das war sehr spannend, weil die Systeme ja komplett unterschiedlich waren, aber trotzdem halt jeder irgendwo eine gewisse Stärke oder natürlich auch eine größere Schwäche hatte, sieht man natürlich auch ganz klar im Preis des Produktes wieder. Wenn ihr noch Fragen oder genauere Informationen zu den Phantom Leaf Produkten sucht, dann schaut doch mal rein. Wir sind ja wie gesagt hier im Teil 10 der Serie. Das heißt, vielleicht hat der ein oder andere von euch die älteren Teile noch nicht gesehen. Dann schaut noch mal rein. Da haben wir das wirklich noch mal bis hierher aufbereitet und ich denke, das ist noch mal ganz gut, um speziell auf dieses Muster noch mal eingehen zu können. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Teil der Phantom Leaf Serie oder auch gerne zu einem anderen Video. Bis dann, macht's gut, bye bye.